Züchtung neuer Pflanzensorten basiert auf der genetischen Vielfalt. Diese Vielfalt ist entweder natürlich entstanden oder wurde vom Menschen mit verschiedenen Methoden geschaffen. In den vergangenen Jahrzehnten haben Forscherinnen und Forscher diese Methoden ständig erweitert. Dieser Film stellt 4 wichtige Züchtungsverfahren vor und beschreibt, wie sie funktionieren. Eine erwünschte genetische Eigenschaft, wie zum Beispiel eine Krankheitsresistenz, wird aus einer Kultur- oder Wildpflanze oder einer nah verwandten Art in eine bestehende Sorte eingekreuzt. Die Erbinformationen der Elternpflanzen vermischen sich und ergeben in den Nachkommen zufällige neue Kombinationen von Eigenschaften. Die Nachkommen erhalten dabei Eigenschaften, die erwünscht sind. Sie erhalten aber auch nicht erwünschte Eigenschaften. Die ausgewählten Nachkommen werden deshalb durch vielfache Rückkreuzungen mit der Sorte weiter optimiert. Das braucht sehr viel Zeit. Nach einer unabhängigen Prüfung wird die Pflanze in den Sortenkatalog aufgenommen und zum Anbau freigegeben. Durch Bestrahlung oder Behandlung mit Chemikalien werden zufällige Mutationen im Erbgut einer Kulturpflanze erzeugt. Neben der zufällig entstandenen erwünschten Mutation werden auch unzählige unerwünschte Veränderungen im Genom hervorgerufen. Die ausgewählten Nachkommen werden nun durch Rückkreuzungen von diesen unerwünschten Mutationen befreit und weiter optimiert. Das braucht viel Zeit. Nach einer unabhängigen Prüfung wird die Pflanze in den Sortenkatalog aufgenommen und zum Anbau freigegeben. Mit gentechnischen Methoden werden einzelne Gene aus einer anderen Art, Transgen, oder einer Wild- oder Kulturpflanze der gleichen Art, Cisgen, in die Kultursorte eingeführt. Dabei wird ein neues Gen einmal oder mehrmals an einem zufälligen Ort im Erbgut eingebaut. Das kann zu unerwünschten Veränderungen führen. Die ausgewählten Nachkommen werden anschließend durch Kreuzungen optimiert. Verglichen mit den ersten beiden Methoden spart man in gewissen Fällen Zeit. In der Schweiz besteht seit 2005 ein Moratorium, welches den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verbietet. Das Erbgut einer Sorte wird mit Hilfe von Genomeditierungsverfahren verändert. Damit können ausgewählte Gene zufällig mutiert, gezielt umgeschrieben oder als Ganzes eingefügt werden. Die Veränderungen erfolgen an einem vorher bestimmten Ort im Erbgut der Pflanze. Dies führt nur noch in seltenen Fällen zu unerwünschten Veränderungen. Die ausgewählten Nachkommen müssen nur in bestimmten Fällen durch Kreuzungen optimiert werden. Die Genomeditierung ist deshalb sehr effizient. In der Schweiz gelten momentan auch mit Hilfe von Genomeditierung erzeugte Sorten als gentechnisch veränderte Pflanzen und sind daher zum Anbau nicht erlaubt.